Ja, moin Leute. Heute müssen wir uns mal mit einem sehr cringen Thema in GTA Online befassen. Ganz genau, heute geht's um die seltsame Spezies der GTA Tryhards. So, hier bin ich ja gerade dabei, mich so ein bisschen mit Äxte gegenseitig wegzumachen. Und wir hatten vorab schon einen Barcode-Cheater gehabt, der sich da oben in den Hangar Wallbreach rein teleportieren musste. Und gleich werden noch 2 Tryhards auftauchen und der Barcode-Cheater wird auch zurückkehren. Ja, um den Cheater kümmern wir uns nicht, weil seit ich auf PlayStation bin, das ist dermaßen im Vergleich zur Xbox selten, Cheater zu treffen. Die ignorieren wir ab jetzt einfach nur noch. Bei den Tryhards, da ist ein bisschen anders. Und ich weiß jetzt nicht, ob das immer schon so war, aber ich habe mittlerweile den Eindruck, dass Tryhards im Endeffekt nichts anderes sind als hypersensible Beta-Buben mit Kriegsbemalung. Also lassen wir uns mal jetzt ein bisschen von Tryhards bespaßen und gucken uns den Spielstil von Tryhards an und vergleichen das mit sogenannten Alpha-Schwitzern. So, hier haben wir den ersten Tryhard, der geht auch direkt CEO, damit er BST nehmen kann und versteckt sich im Devin Westen Hangar. Das kann man natürlich machen, aber ist schon mal das erste Indiz, dass er so ein bisschen, ich sag mal, ängstlich drauf ist. Dann steht's ganz schnell mal 3-0. Und dann kam der nächste Tryhard angeeiert. Hier sehen wir ersten Hit von mir und Evo von ihm. Na, er ist auf BST, ich brauche also mindestens 2 Hits, um ihn zu töten. Er braucht nur einen Hit, um mich zu töten, aber er ist so ängstlich, dass er das nicht schafft, dass er sich eben selbst morden muss. Und das ist ein absolutes Beweismittel für Beta-Mentalität. Ich denke, darüber muss man nicht groß diskutieren oder sieht das jemand anders. Na, hier habe ich dann kurz gedacht, Mensch, ich gehe jetzt aus dem MC raus und mache auch CEO, sodass ich BST nehmen kann. Aber dann hatte ich gedacht, nee, guck dir die Tryhards an. Schau mal, was sie dir so anbieten. Ich habe da mal was vorbereitet sozusagen. Na, ich muss ihn ja jetzt zweimal hintereinander schnell treffen, bevor er sich wegsprengen kann. Das funktioniert suboptimal, ne, weil meistens verfehle ich den zweiten Schuss dann und er sprengt sich. Oder eben der andere Tryhard holt mich weg, wie auch immer. Hier der Rosane, das war der vorher schon im Wallbreach war, also ein Cheater ist. Und wie gesagt, Cheater sind wie Hundekot auf dem Gehweg, damit spielt man nicht. Punkt. Deswegen kümmern wir uns da nicht drum. Aber jetzt, auf geht's, Tryhards. Na, hier haben wir so einen Kampf mit Tryhards halt, ne? Sie morden sich dahin und ich muss jetzt der Vollständigkeit halber sagen, ich habe 40 Evos hier reingeschnitten ins Video, aber das muss dann auch reichen. Guck mir das aber auch gerne an, wie sie sich selbst dahin morden müssen. Ich finde es irgendwie putzig. Ich habe kein anderes Wort dafür. Das ist so... Das ist einfach so witzig. Ne, man kann die Panik, die sie haben, man kann sie fast schon mit Händen greifen. Und das ist das Beta-Buben-Merkmal Nummer 2. Das ständige Leben in Angst vor einem Score. Und ja, ich weiß, Beach AW und Base und so weiter, ne, da gelten spezielle Regeln und das braucht Skill und Geschwindigkeit und so weiter. Aber wir reden freien Modus hier, das muss ich vielleicht noch dazu hinzufügen. Und so wie ich das hier sehe beim Beach AW, das würde wahrscheinlich für ihn gar nicht gut laufen. Ich kenne ja einige Beach AW-Spieler. Und für sich selber einen Spielstil herauszufinden, der auf Selbstmord im PvP beruht, das ist das absolute nächste Beta-Buben-Merkmal. Na, da oben haben wir den Wallbreach-Cheater im Headglitch jetzt. Ich weiß gar nicht, der hat den Beta-Buben-Status noch gar nicht erreicht. Und hier haben wir das nächste Beta-Merkmal. Geisterorganisation.
Was auch sonst. Fürstet Evo, BST, reicht ja nicht aus. Naja, vielleicht ist der Grüne auch einfach nur Geist gegangen, weil er kompensieren muss, dass der Gelbe jetzt irgendwie keinen BST nimmt. Ich weiß nicht, ob es weggeglitscht ist oder was. Ne, aber auf jeden Fall, wenn er One-Shot ist, dann kann ich ihn ja auch töten. Und dann läuft es nicht mehr so toll für ihn, weil dann hole ich meine Kills auf. Mein Kollege hatte dann verlassen, weil Geistorganisation war ihm zu blöd. Und weil ich es dann mit 2 Tryhards zu tun hatte, dachte der Cheater, Mensch, jetzt schlägt meine Stunde, dann können wir ja zu dritt auf ihn einharzen. Alle Dude. Ne, der Grüne war jetzt wieder on Radar und dann gebe ich ihm den ersten Hit. Und da war ich kurz verwirrt, weil er hat sich gar nicht gesprengt. Aber ist egal gewesen, gar nicht so schlimm, weil der Gelbe hat mich dann geholt. Ne, hier habe ich dann zum Glück noch genug Zeit, den Gelben zu töten. Weil der Grüne hat sich dann selbst morden müssen, nach dem Hit irgendwie dann doch, bevor er mir dann in den Rücken schießen kann. Und dann das Erbärmlichste an der ganzen Geschichte, das Barkötchen hatte wieder seinen Auftritt. Dachte erst, er ist wieder im Headglitch da oben auf dem Dach, aber nein, wie man hier sieht, die Rakete kommt aus dem Hangar Wallbridge, aus der Wand raus. Und die beiden Tryhards, Cheater waren sie keine. Aber für mehr als dreckig spielen, ja, zu mehr reicht's halt auch nicht bei denen. So, hier haben wir einen weiteren Kampf mit typischen Tryhards. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass auf PlayStation 5 das mit dem Cheaten nicht so schlimm ist. Also ich hab's quasi beschrien, weil zum ersten Mal treffe ich jetzt auf Gottmode-Spieler und auf extremste Mundatmung auf PlayStation. Na, hier hatte ich es mit einem Tryhard zu tun, der ohne BST gespielt hat. Das hat sich jetzt trotzdem, dass ihn, wie man gesehen hat, ne, das Auto, das mich überfahren hat, war im God-Mode. Und hier ist auch noch ein Spieler im Off-Radar-God-Mode-Glitch. Also ich habe es jetzt quasi mit allen Cheatereien, die es auf Konsole gibt, so ne, zu tun im Endeffekt. Ne? Ich habe es beschrieben. Ich wollte es ja nicht anders. Jetzt hätte ich fast noch einen Mate erschossen. Zum Glück kam hier die Polizei und überfährt mich. Und dann kam das God-Mode-Auto und killt mich. Gut so, ne? Sonst hätte ich noch Friendly Fire hier ausgelöst. Naja, da ist wieder der eine Tryhard, der tatsächlich ohne alles sich versucht hat. Und da musste ich jetzt dann schon ein bisschen grinsen. Dann habe ich wieder reingescoped auf ihn und dann sehe ich nur, wie das God-Mode-Auto wieder mit großer Mundatmung aneiert, weil, ja, kann ja jetzt nicht sein, dass dieser Morlock hier meinen Freund tötet. Da muss ich ins God-Mode-Auto steigen, um ihm zu helfen, weil die Eier habe ich nicht, ist anders zu tun. Man kann sich die Voice Cracks und die Mundatmung in der Party nur vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe es halt auch beschrien. Ne? Jeder kennt es ja in GTA, wenn man sagt, ach Mensch, das läuft ja gerade gut, dann passiert irgendwas. Ne? Und wenn auch nur das Spiel sich automatisch schließt oder irgend sowas, ne? Wenn man gerade im Heist ist. Ne? Kommt alles dann vor, man darf Sachen nie beschreien. Also wenn ich gesagt habe, es gibt zu wenig God-Mode auf PlayStation, dann kriege ich jetzt an diesem Tag eben die volle Packung God-Mode ab. Oh, das war dann der Off-Radar God-Mode-Spieler wieder. Für den nicht-BST-nehmenden Tryhard lief das allerdings trotzdem nicht ganz so befriedigend, denke ich mal, weil jetzt kamen noch 2 Freunde von ihm im Endeffekt, ne, die erstmal auf Radar gegangen sind, um ihn da zu unterstützen. Ja, hier, das war der Mate von den Typen, der im God-Mode-Auto saß. Ne, der Auto-aimt mich jetzt hier und trifft natürlich auch, weil das God-Mode-Auto mich dann hinterrücks überfährt. Na, so ist es halt. Ganz normale Tryhards. Ja, und jetzt hat das kleine Tryhard-Line, ja, richtig Panik, ne, und muss ich erstmal sprengen. Da hinten ist das God-Mode-Auto. Und da ist wieder der Typ, der kein BST nimmt. Zum Glück für ihn kommt ihm jetzt sein Off-Radar-Kumpel zu Hilfe. Ja, und weil der Typ ohne BST sich so ein bisschen schwer getan hat mit seinem Absein, kam ihm jetzt halt einfach noch ein weiterer God-Mode-Spieler zur Hilfe. Und der Witz an der Sache war, der war erstmal gar nicht im God-Mode und ist dann in God-Mode gegangen. Na, das Ganze hat sich dann in, ich glaube, 5 oder 6 gegen 1 hier ausgeweitet. Und dann haben sich sogar am Schluss die beiden Typen aus dem God-Mode-Auto rausgetraut. Aber klar, wenn dann 4, 5 Spieler auf einen einharzen, dann kann man schon mal aus dem God-Mode-Auto steigen. Jupp, da ist der andere God-Mode-Spieler. Das kannst du dir halt einfach nicht ausdenken. Also wir haben schon gesehen, zu mehr als dreckig spielen reicht's in der Regel nicht und meistens auch irgendwas mit Cheaten. So, jetzt sagen ja die Tryhards, man muss dreckig spielen und man muss rumcheaten, weil es ist ja freier Modus und da ist das so. Aber ist das wirklich so? Stimmt das? Ich meine, hier haben wir einen Noobbiker, ne, der muss wieder Piep-Piep machen, hat jetzt halt aus Versehen Toreador angepiept. Das ist nicht ganz so gesund meistens.
Aber er kommt offen und ehrlich an. Ich meine, ist immer noch ein Noobbiker. Aber, und das heißt auch schon wieder einiges, vor diesem Noobbiker kann man wenigstens Respekt haben. Respekt für Tryhards kann man nicht wirklich haben. Und tief in ihrem Innersten ist den Tryhards ihr eigenes Betatum ja auch bewusst. Nur so erklärt sich dieses toxische Verhalten die ganze Zeit. Da muss was kompensiert werden. Na, aber der Noobbiker war immer noch nicht fertig mit mir. Der wollte mich aus dem Leben holen, halt einfach, weil es wahrscheinlich richtig ist. Kam jetzt mit Haftbomben an und ja, ich lege ihm hier ein kleines Haftbombenfeld. Er fährt da auch gleich rein. Habe ich ein bisschen Schadenfreude. Ja, kann ich nicht verhehlen. Das macht mir Freude manchmal. Aber die Frage ist ja, stimmt es? Ist der freie Modus wirklich nur dreckig? Ne? Sind alle so? Nee, natürlich nicht. Die Tryhards sind halt so. Und nehmen das eben als Ausrede, weil sie halt, was für cleane Spielweisen halt einfach nicht ausreicht bei den meisten. Muss man einfach so sehen. Und dass man hier zum Beispiel wieder einen hat, der da in diesem Under the Map Wall Bridge sitzt, um 1-0 sich abzuholen. Ja, mein Gott. Beta-Buben halt. Was willst du machen? Aber wie treten Alpha-Spitzer in diesem Spiel denn auf? Und sind Alpha-Spitzer Tryhards? Meiner Meinung nach hat der Alpha-Spitzer so eine gewisse digitale Hooligan-Mentalität. Das heißt, auf die Fresse hauen oder auf die Fresse kriegen, Hauptsache auf die Fresse und gut war's. So, das sind jetzt Szenen aus einem, ich glaube, 2,5 bis 3 Jahre alten Video von mir, damals aus der Tunic-Serie. Und da habe ich es mit einem zu tun, mit dem hatte ich es öfters auf verschiedenen Accounts zu tun bekommen. Der hat immer sauber gespielt, der war auch gut, mit dem war ich auch später befreundet. Und dann hatten wir hier eben die Besonderheit, da kam jetzt auch noch ein anderer Schwitzer hierher. Und das war Typus Alpha-Schwitzer. Und der ist uns beide angegangen. Ich hatte ein Herz über den Score gemacht damals, weil, ja klar, da war ich natürlich weit ab. Aber das war ein Typ, dem ist wahrscheinlich ein 1 gegen 1 zu langweilig. Und der war auch wirklich gut. Hatte sich dann später auch in 1 gegen 1 ausgewachsen und blieb dann auch relativ ausgeglichen. Was der Typ aber nicht gemacht hat, der hat sich nicht einmal weggesprengt, der hat kein WST ziehen müssen. Ne, der musste die ganze komische Beta-Typen-Tryhard-Geschichte überhaupt nicht durchziehen. Und das unterscheidet den Alpha-Schwitzer vom Beta-Tryhard-Typus. Mit dem ging das dann auch bis über 100 oder was, ne? Und ich war am Schluss so müde, ich konnte auch einfach gar nicht mehr. Also der Typus Alpha-Schwitzer ist halt auch derjenige Typus, der einen im Real Life quasi bricht. Und ich glaube, es ist dieser Typus Spieler, dem die Tryhards quasi nacheifern. Aber sie haben halt einfach nicht die Mentalität und die Eier dafür. Aber das ist heutzutage halt auch nicht anders. Ne? Die ganzen Tryhards mit ihrem komischen Getue, die sind ja auch nur eine ganz kleine Minderheit in GTA Online. Und hier haben wir einen so normalen Fight, sage ich mal, wie sie überall immer stattfinden. Hier treffe ich seine Haftbombe, das ist natürlich sehr erfreulich. Aber das lief alles hier ohne BST ab, ne? Ohne dieses ganze Clowns-Zeug, das die Tryhards immer aufführen müssen. Weil sie halt nicht die Eier haben wie die Gegner hier. Nachher kommen dann auch noch 2 Tryhards dazu und da würde mich mal interessieren, wenn ihr das seht, was ihr über die Gegner hier drin in dem Spiel jetzt denkt. Ja, für die lief das jetzt score-technisch nicht ganz so gut. Aber ich finde, unabhängig von jedem Score und von allem, was auch immer, Score bedeutet ja eh nichts. Ne? In solchen Kämpfen schon gar nicht eigentlich. Aber die Gegner, finde ich, die haben den allerhöchsten Respekt verdient. Ist einfach so. Da war dann am Boden und, ne, wie man sieht, auch am Himmel so einfach einiges los. So wie es eigentlich sein soll. Ne, man macht sich gepflegt, gegenseitig weg. Dann war eine kurze Ruhephase. Ne? Ich hatte gedacht, die wollten jetzt aufhören und schreibt denen schon irgendwie so, ja, GG oder ich weiß gar nicht mehr. Nice Fight, irgend sowas in der Art würde ich geschrieben haben. Ne? Und während ich eben hier im Schweiße meines Angesichts Nachrichten verfasse, sehe ich natürlich nicht, einer rückt jetzt direkt wieder mit dem Sparrow an. Das feiere ich einfach. Ne? Es endet halt einfach nicht. Und dass der Typ Eier hat, sieht man eigentlich auch einfach nur daran, ne, ich stehe jetzt hier mit meinem Mate eben alleine, vorher war es ein 2 gegen 2, da lief's, das kann man jetzt einfach mal so sagen, ohne dass das irgendjemand irgendwie einem krumm nimmt, denke ich. Lief's für die beiden nicht gut, aber er kommt dann alleine angeeiert. Und wir sind immer noch zu zweit. Auch wenn ich hier nichts treffe. Aber dann muss man halt auch manchmal die Rakete der Verzweiflung schießen, das ist schon ganz richtig dann manchmal.
Und dann, ja, ging es noch ein bisschen mehr ab. Dann kamen noch ein paar Jets dazu, die so ein bisschen für Atmosphäre gesorgt haben. Also einfach ein ganz nettes Hin und Her. Morden einfach nur. So wie es schön ist, so wie es Spaß macht. So wie es auch sein soll in diesem Spiel. Ja, so wie es eben sein soll. Ne? Hier wohl ein Thermaljet. Das ist immer so ein bisschen, ja, noobig, denke ich. Aber mein Gott, ist halt so. Und dann kommen die Tryhards. So. Und jetzt würde es mich mal interessieren, was ihr selber denkt. Für welche Gegner hättet ihr denn Respekt? Ne, für die von vorhin, für die score-technisch nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber die ich halt respektiere auf jeden Fall. Oder für sowas. Schießt da hier ein bisschen Raketen durch die Gegend, kriegt einen Hit und sprengt sich. Sein anderer Tryhard-Freund, auch auf BST, wie wir gleich sehen werden, genau das gleiche. Na, da hinten ist der andere. Sehen wir jetzt auch. Mit BST natürlich voll gepumpt. Hier kriegt er seinen Hit. Na, er hat einen zweiten Hit gekriegt, aber sein Tryhard-Kollege holt mich dann weg. Deswegen zählt's nicht. Schade eigentlich. Aber er hat jetzt gemerkt, dass er 2 Hits von mir kassiert. Der andere auch. Dann holt mich der andere Tryhard-Kollege wieder weg. Keinen Sinn. Aber gut, so ist es halt. Ja, und dann machen wir mal ein bisschen weiter, ne? Ist ja klar, BST weiterhin natürlich. Hier versucht er Evo auszuführen. Zum Glück treffe ich ihn schnell genug ein zweites Mal. Hat's nicht geklappt. Da ist dann sein Tryhard-Kollege. Und dann holt mich der andere weg, mit dem wir da vorher zu tun hatten. Und jetzt kriegt das Tryhard-Line einen Hit, zweiten und einen dritten und ist tot. Und jetzt bricht bei ihm Mundatmung aus. So, wie würde er darauf reagieren, dass er jetzt 3 Hits hintereinander bekommen hat? Ganz genau, mit Evo nach dem ersten Hit. Und deswegen sind Tryhards einfach nur Beta-Buben. Und um uns daran zu erinnern, dass die Beta-Buben eine kleine Minderheit in GTA nur sind, hier ein bisschen echtes AW, wo auch Fahrzeuge eingesetzt wurden.